Hallo zu einer neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Ich fühle mich gerade wie als Kind, wenn ich vor den Viking- oder Herpa-Regalen in meinem Spielzeugladen des Vertrauens stand und diese Autos bewundert habe. So sieht es hier gerade aus. Der Unterschied ist nur, früher hat man diese Autos gekauft von verschiedenen Herstellern. Für ein paar Euro hat sie aus der Verpackung genommen, vielleicht mal ein bisschen dreckig gemacht, vielleicht auch noch beleuchtet und auf die Anlage gestellt. Wir haben nämlich gemerkt, unsere Anlage ist nicht mehr aktuell. Das merken eher jüngere Besucher. Wenn die so 12 oder 13 sind, sehen die da auf der Anlage, wenn man irgendwo nach Knuffeln geht, nur Autos, die älter sind als sie selbst. Das Straßenbild in unserer Stadt oder in unseren Städten hat sich aber längst verändert. Wir sind mit den Autos groß geworden, wir sehen das gar nicht so. Ja, kenne ich, Volvo kenne ich. Ne? Nee, unsere Autos sind veraltet. Das heißt, wir modernisieren. Wir modernisieren jetzt große Teile der Anlage, weil einfach auch die Welt sich verändert und die Transformation einsetzt. Und die wollen wir jetzt hier auch machen. Bei den Autos ist aber das Problem, kaum ein Hersteller wagt sich noch daran, so ein Auto zum Verkauf anzubieten, also eine Form zu machen, dann 100.000 Stück davon herzustellen und für ein paar Euro im Laden anzubieten. Weil noch vor 20 Jahren nehmen wir das Beispiel BMW, den Dreier, den Fünfer, den Sechser, den Siebener, teilweise einen Achter gehabt. Und die wurden alle 5 Jahre neu gemacht. Da hat es sich für die Hersteller gelohnt, eine neue Form zu machen, weil dann auch entsprechend viele Leute das Auto gekauft haben. Heutzutage hat BMW, soweit ich weiß, 42 verschiedene Modelle, die alle 2 bis 3 Jahre einen Facelift kriegen. Davon macht kein Hersteller mehr eine Form, weil das lohnt sich nicht. So eine Form, bis das erste Auto wirklich auf dem Markt ist, dann kostet bis zu 100.000 Euro. Wir haben uns vor 2 Jahren entschlossen, dass wir die Autos jetzt halt dann selbst bauen müssen und haben uns erstmal als Hausnummer gesagt, komm, wir bauen jetzt ungefähr 1000 Autos. Das kostet am Ende fast 100.000 Euro. Ein Teil davon steht hier, ein Teil ist schon auf der Anlage und ein noch größerer Teil wird noch gebaut. Das, was ihr hier seht, ist alles Handarbeit wirklich. Das hat Jens gezeichnet am Computer, dann wurde das über einen 3D-Drucker gedruckt. Wir haben verschiedenste Systeme ausprobiert und dann haben Theresa und Jackie die Dinger zusammengebaut und bemalt. Und wenn man sich das so anschaut, ich finde das Ergebnis faszinierend, weil wir hatten immer genau vor dem Punkt Angst. Was ist, wenn wir unsere Züge und unsere Autos selbst bauen müssen? Was sehen wir jetzt? Die Kosten sind enorm, Mist, aber wir können das toll. Und vor allen Dingen, wir können die Originalherstellerfarben komplett darstellen. Wenn man so einen Markenhersteller nimmt, wo man das Auto dann fertig kaufen kann, die haben 1 bis 3 Farben. Wir haben jetzt hier teilweise alle im Prospekt verfügbaren Farben uns genommen. Zumindest ist das möglich. Und wir haben auch die Lackierungen etwas anders gestaltet, weil Autos sind nie Schaufenster glänzend. Das ist wirklich ganz, ganz selten und es gibt nur ein paar, meistens die hochpreisigen sportlichen Modelle, die wirklich einmal in der Woche in die Waschanlage geführt werden. Die meisten sind eher ein bisschen matter auf der Anlage. Und wir haben echte Mattlacke dabei. Das heißt, wir haben nicht nur Nachteile dadurch, dass wir das selbst bauen können, sondern wir haben auch viele, viele Vorteile. Ach, immer diese Arbeitssicherheit, ne? Aber wir achten drauf. So. Ja, aber schön, dass du da bist. Moin Jens. Na? 1,5 Jahre später, vor 1,5 Jahren saßen wir hier das erste Mal zusammen und haben uns über, das wird jetzt schwierig mit neuen Autos unterhalten. Ne? Wir wollen euch heute ja mal zeigen, wie so ein selbstgebautes Modellauto entsteht. Und Jens, ich wünsche mir mein Ioniq 5N, mit dem ich unheimlich viel Spaß habe gerade. Den hätte ich gerne. Du sollst sie kriegen. Wie fängst du an? Erstmal weinen, verzweifeln, dann irgendwann versuchen, mich zu fassen und dann gucke ich, ob man vernünftige Vorlagen, Pläne oder irgendwie was schon findet. Denn ich höre immer wieder, ja, es gibt so alles fertig im Internet. Nein, gibt's nicht. Das ist alles schön, man findet auch ganz viele 3D-Zeichnungen, aber aus keiner von diesen 3D-Zeichnungen kannst du ein Modell bauen, weil das sind alles Polygonnetze und das ist meistens nur eine Außenhaut mit einer wunderschönen Textur und es sieht immer super fertig aus, aber letztendlich lässt sich dann nichts drucken. Und deswegen kommt man nicht umhin, dieses Modell einfach komplett von Null auf einmal selbst aufzubauen. Wenn man was Schönes im Internet findet, das hilft. Das spart einem 1, 2 Stündchen. Wenn man es nur nach Fotos und 2D-Zeichnungen machen muss, dauert es noch mal eine ganze Stange länger. Aber dieses Modell muss konstruiert werden, auch wie man die Karosserie auf das Chassis packt und wo man die Leuchten reintut und so weiter. Die Leuchten sind ein Riesenthema. Aber
Der Wagen steht unten. Das heißt, wir sind auch noch nicht so weit, dass wir jetzt mit dem Handy da rumlaufen, das Ding scannen. Daraus könnten wir, da gibt es ja Software, die 3D-Daten ausmacht. Die hätte das gleiche Problem mit den Wandstärken. Ne? Genau, also Scannen ist auch beliebt, wird auch schon gemacht, dass die Autos abgescannt werden. Dann hat man eine sehr gute Außenhaut auch davon. Und problematisch sind halt so ein bisschen die Scheiben, weil die spiegeln und der Scanner nicht so richtig weiß, was er damit machen soll. Du musst also an den Rechner und das Ding wirklich von null auf anzeichnen. So oder so führt da kein Weg dran vorbei. Was ein Riesenvorteil davon ist, dass Jens, ich hätte jetzt beinahe wir gesagt, uns den Aufwand machen, die Dinger selbst zu zeichnen, ist, wir können auf die Lichtsignatur eingehen. Moderne Autos haben eine Lichtsignatur. Jedes Auto ist anders. Früher hatten wir es einfacher. Zum Beleuchten der Autos haben wir einfach, 2001 sogar noch außen, einfach 4 LEDs angeklebt, verbunden, zusammengedrötelten Widerstand vor, fertig. Dann haben wir irgendwann gelernt, okay, Glaskörper, da gibt es ja bei den meisten Modellen, die Modelle wurden besser, können wir es dahinter setzen, sieht noch cooler aus. Aber heutzutage haben die Autos Lichtsignaturen. Das kannst du eigentlich gar nicht beleuchten. Doch, wenn du von Anfang an beim Zeichnen am Rechner darauf achtest. Ja, wenn wir das mit einplanen, wir haben ja auch die Möglichkeit, Decals zu machen. Und die kann man halt so gestalten, dass an einigen Stellen das Licht durchgelassen wird und an anderen nicht. Und da, ja, es wird jetzt auf der Größe kommt das nicht mehr 1000%ig rüber, aber man kriegt diese Idee und kann diesen Charakter abbilden. Also da bin ich mir relativ sicher, dass wir das hinkriegen. Ioniq 5N hat eine coole Lichtsignatur und der Kia EV6 hat eine super Lichtsignatur. Beide Autos stehen unten und du hast versucht, bei dem Kia das nachzubauen. Das zeige ich euch gleich und wirst es bei dem Ioniq 5 auch versuchen, richtig? Machen wir so. Cool. Was jetzt hier relativ schnell und einfach ausgesehen hat, ist im Prinzip eine Arbeit von 40 bis 50 Stunden. Und dann kommt noch auch dazu, dass wir uns überlegen müssen, wie produzieren wir das jetzt. Es gibt kein Schema X für jedes Auto. Ne? Bei manchen kann man die Klarsichtteile produzieren, bei manchen sind die so klein, dass wir über Decals gehen müssen. Wir haben bei manchen Autos, dass das Chassis zweigeteilt produziert werden muss. Also es gibt einfach kein Schema F, das man über alles legen kann. Und deswegen ist jedes einzelne Auto ein relativ großes Projekt. Da müssen wir die Produktion ja auch planen, denn Theresa baut das ja nicht in 2 Minuten und Jackie auch nicht, sondern wir müssen gucken, wer hat wann überhaupt wie Zeit. Und damit zieht sich so ein Projekt meistens schon über 2, 3 Monate, bis wir diese 50 Autos dann fertig gebaut haben. Hier gehört nun im Besonderen noch dazu, dass der ja auch die angesprochene Lichtsignatur haben soll. Und das findet sich hier bei den Decals auch wieder. Das hier bleibt bei dem Decal frei. Das ist für die unbeleuchteten Autos. Hier sieht man, hier kommt nachher so ein Silbergrau hin.
Hier kommt ein Weiß hin, wo das LED-Licht durchscheinen kann und von den anderen etwas deckenderen Schichten gebremst wird. Und dadurch entsteht dann diese Lichtsignatur im sehr klein. Denn was wir hier jetzt auf ungefähr 30 cm sehen, ist am Ende ja nur ungefähr 1,5 cm groß. Das gleiche gilt natürlich für die Rückleuchten. Rot für die unbeleuchteten. Weiß, hier scheint nachher die rote LED durch und gibt hier so ein ganz feines Lichtmuster. So, zwischendurch hat der Jens mal eben den Ioniq 5 am Computer komplett gezeichnet. Und Theresa hat den jetzt auch schon fertig gebaut. Und ihr habt da ganz viele Schnittbilder, die ihr jetzt gerade schön im Hintergrund zu sehen kriegt. Und wehe, du nimmst das in die Outtakes. Theresa, ein Hallo. Träumchen. Also es ist, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird. Ich weiß, dass wir gut sind. Und ich weiß, dass wir auch hier und da Abstriche machen müssen, weil wir keine Form gießen können. Und nicht das passende Material in so einer dünnen Wandstärke, in einer Form mit den richtigen Temperaturen machen können, sondern wir drucken es halt. Ne? Ja. Aber die Details, das stimmt alles. Die Felge stimmt. Es ist mein Auto. Ja, das freut mich sehr. Jens achtet ja auch auf jedes Mühe, was er an dem Auto sieht. Es ist faszinierend. Der ist ja sozusagen ein klein bisschen der Protagonist der heutigen Sendung und ist schon ein Träumchen. Aber es sind ein paar Stündchen Arbeit, ne? Das sind ein paar Stündchen Wie lange Arbeit. brauchst du für so einen zum Bauen? Also wenn man jetzt, also bei dem mussten wir ja noch die Farbe anmischen. Die Farbe, die war ja schon ein kleiner Clou. Die gibt es ja nicht so im Regal zu kaufen. Da haben wir so ein bisschen, da hat mir Jens auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen und dann haben wir die Farbe herausbekommen. Das war wohl schon so fast eine Dreiviertelstunde für die Farbe und Lackieren und so weiter. Aber wenn ich jetzt ein Auto selbst, so wie es jetzt hier ist, baue, kannst du 1,5 Stunden rechnen und es ist fertig. Also das heißt insgesamt vielleicht so 2 Stunden? Insgesamt 2 Stunden. Reiner Bau jetzt. Ja. Fehlt dann noch Beleuchtung und so weiter. Da könnt ihr euch ausrechnen, wenn ein Auto 2 Stunden dauert und wir mindestens 1000 brauchen und dann noch die Zeichenarbeit. Und jetzt geht's ja los. Also jetzt hat Jens einen traumhaften Entwurf gemacht. Der Drucker hat gute Arbeit geleistet. Das hat allerdings am kürzesten gedauert. Und du hast ein Träumchen hingelegt. Jetzt muss halt beleuchtet werden. Und das ist nochmal eine ähnlich große Herausforderung. Und ich glaube, wenn ich irgendwie gesagt habe, dass ein Auto bis zu 100 € kostet, wenn wir es selbst machen müssen, inklusive Beleuchtung dann am Ende, das reicht nicht mal. Wir gehen mal zu Sascha. 1000 Dank, auch 1000 Dank für die vielen Autos, die du schon fertig gebaut hast. Gerne. Und ich bin gespannt, was da noch so kommt. Und ich bin gespannt, ob Sascha gleich in Ohnmacht fällt. Wie ich ihn kenne. Nein. So, ich bin jetzt hier bei Sascha. Den kennt ihr fast alle schon. Ich kenne dich schon sehr, sehr lange, schon weit über 20 Jahre. Du bist 22 Jahre bei uns. Die ersten 1,5 Jahre fehlen dir. Ja. Und weil Sascha vor 23, 24 Jahren noch nicht da war, habe ich noch die ersten Autos beleuchtet. Das sah dann so aus mit 0805er LEDs. Genau, exakt. Und ja, heutzutage, das war leicht im Vergleich zu heute, denn du lötest mittlerweile Weitaus kleinere LEDs. hier, Ja, das war die 0202, ne? das hier vorne, genau. Warte mal, wo ist die nochmal? Da. Genau, da ist die 0202 RGB-LED, wo ich 4 Leitungen angelötet habe. Die werde ich mal später gebrauchen für ein Projekt, was ich mir vorgenommen habe. Und zwar würde ich einen Tannenbaum damit beleuchten, wo man dann jede einzelne LED ansteuern kann und sämtliche Farben darstellen kann, die man darstellen möchte. Ich könnte jetzt eigentlich sagen, ich weiß, worüber er redet, aber ich finde es noch nicht. Wo ist sie? Da. Da ist sie, genau da vorne. Das ist der Hammer. 4 kleine Leitungen an diese kleine LED, damit sie ja annähernd 16 Millionen Farben Ja. darstellen kann. Ne? Und die 0201er, die sind bei dir noch nicht Standard, oder? Doch, die mittlerweile sind die Standard bei mir, weil die benötige ich halt für einige speziellen Aufgaben. Zum Beispiel für die LKWs an der Kabine, die beiden weißen Leuchten, benutze ich die hier. Oder hinten an dem Trailer, wo wir dann auch die entsprechende weißen Beleuchtung haben, brauche ich die auch dafür. Da war ich ganz stolz wie Oskar, dass ich ungefähr 2005 die Stirnbeleuchtung mit 0603 gemacht habe. Und für ganz speziellen Fall, wenn ich zum Beispiel Blinker einbaue in die Fahrzeuge, dann kommt da bei mir auch meistens ja in den Außenspiegeln eine LED rein. So genial. Auf jeden Fall, wenn wir von 0603 und 0805 und 0201 reden, dann sind das Bauformen. Und die Angabe ist Zehntel Inch. Ne? In Inch immer, genau. Genau, dann heißt das, also hier sind wir wirklich im Bereich 0,5 mal 0,25 Millimeter. Und du lötest da noch 2 Kabel. Ja, das mache ich. Ist aber der Vorteil, dass Sascha das kann, weil dadurch können wir
Lichtsignaturen darstellen. Richtig. Mit den großen von damals wäre das ja unmöglich gewesen. Unmöglich, die würden das gar nicht mehr hergeben, das Ganze. Früher eine Stunde, 4 LEDs, 4 Ecken. Die Autos hatten einfach Glühlampen fertig und heutzutage... Braucht man mittlerweile doppelte bis dreifache Zeit haben, das gleiche zu realisieren. Halt. Je nachdem, wie aufwendig halt das Fahrzeug ist. Das ist immer das Entscheidende halt. Und wir haben ja hier schon... Das ist Zwei hast du schon mal testweise gebaut. Genau. Mit, ich sag mal, der Königsdisziplin und einem Kompromiss. Denn heute kommt der Ioniq 5N dran. Richtig. Hast du dich entschieden, Königsdisziplin oder so ein Mittelweg? Ich habe erstmal mich für Königsdisziplin entschieden. Ich habe hier schon etwas vorbereitet, ist noch nicht ganz fertig. Das wird erst im Abschluss nachher alles soweit sein. Aber hier kann ich dir schon mal zeigen, welche Möglichkeiten es gibt halt, um zum Beispiel im Heckbereich die Beleuchtung zu gestalten. So, jetzt sieht man das besser. Du bist noch nicht fertig oder du brauchst oder willst du mir was zeigen? Ich will dir was zeigen halt. Ja. Und wie man sieht hier, wenn man genau beachtet, ich habe hier auf der einen Seite nur eine LED eingebaut und auf der anderen Seite 2. Und das ist jetzt entscheidend, ob wir jetzt mehr Zeit dafür brauchen oder ob das schneller geht. Ob wir das jetzt schöner haben wollen oder halt auf die Zeit und die Kosten achten wollen. Entscheidend tust du das nachher im Endeffekt. Bei dem Ioniq 5 ist, der hat eigentlich vier Rückleuchten. Und wenn man das Lichtpaket dazu bucht, macht so eine durchgehende Leiste. Es sieht natürlich wesentlich realistischer aus, wenn du tatsächlich 4 LEDs reinbaust. Ja. Andersrum, wir können nicht 10.000 Autos tauschen über die nächsten Jahre und die alle mit Lichtsignatur machen, weil 3 Stunden am Ende oder im Ungefähr Worst Case vielleicht sogar noch ein länger. bisschen länger halt. Also 3 Stunden Pro kann Auto. man mit rechnen. Und jede Lichtsignatur ist anders. Exakt. Muss am Rechner entworfen werden. Na gut, wir werden unser Bestes geben, aber wir sind halt genau in dieser Findungsphase gerade. Macht man mal einen Kompromiss, wie bei dem hier. Ja, Da sind halt jetzt nur jeweils eine LED hinter richtig. Pro Seite. Pro Seite, genau. Und wahrscheinlich würden 99% der Leute sagen, ja, super beleuchtet. Hier sogar mit Lichtsignatur, weil hinter dem durchsichtigen Glas angebracht. In Wirklichkeit hat er aber 4 Lampen und die auch im Pixel-Design. Das müssen wir abwägen. Ich würde sagen, wir können uns, ja vorne auch, ne? Ja, genau. 2 Ja, eingesetzt. genau, 2 Stück halt. Aber andersrum, es schimmert trotzdem durch, dass er 4 hat. Ja, Wie habt ihr das gemacht? Das liegt, glaube ich, an der Brechung des Glaskörpers. Also das ist... Oh, der hat doch hier die Pixel drin. Hat Jens die gemacht? Das kann, Entwurf mit drin? das kann sein, dass er die Decals mit so entsprechend geplant hat, dass es genau dort sitzt. Ja, genau. Man sieht auch hier, hat das sehr gut hinbekommen. Hier ist anscheinend das ein bisschen nach unten verrutscht, oder zur Seite verrutscht. Hier passt nicht ganz genau hin. Aber wie gesagt, das ist jetzt die Frage halt, wie viel Zeit wir in das investieren wollen. Ne? Das ist ja das halt. Wenn wir jetzt genau darauf achten, dass wir genau die LED exakt hinter den Decal platzieren, ist es natürlich ein extremer Mehraufwand, ein zeitlicher Mehraufwand. Aber du kennst mich, ne? Ich weiß es. Also Ich weiß wünsche mir natürlich, dass wir alle Autos, die wir neu machen, und das werden ja so, wir können uns ja gar nicht erlauben, jedes Auto, was auf den Markt kommt, zu bauen. Aber dass die wir bauen, zumindest ein paar in der ersten Reihe, die Leute, die dieses Auto dann auch fahren, sehen, wow, ey, das ist sogar die Beleuchtung stimmt. Ne? Das ist, also das sind sogar, also der EV6 hat ein Tagfahrlicht mit einer so Katzenaugen, wirklich sehr markanten Außenstruktur. Und wenn man dann das Matrixlicht anmacht, sind jeweils 2 auf jeder Seite dann die Highbeams und Lowbeams an. Ich sehe die da. Es ist faszinierend. Also, und da könnte ich mir sogar vorstellen, weil im Endeffekt, wir dürfen ja nicht, wir sind ja auch ein Unternehmen irgendwo. Und wir dürfen ja nicht Verlust machen oder mal einen Konkurs geben, weil wir solche Entscheidungen treffen. Richtig, ne? exakt. Aber da würde ich fast sagen, das sieht jeder. Und sei es unterbewusst. Unterbewusst wird auch jeder feststellen, das sieht irgendwie realistisch aus. Also das trägt zum Gesamtbild des Realismus bei. Ja, auch wenn auf es alle Fälle. wirtschaftlich gesehen Schwachsinn ist, ein Auto so zu beleuchten. Auf alle Fälle. Also mich begeistert es fast mit Gänsehaut, dass das geht, in dem Maßstab. Also Hammer. Ja.
Ich bin jetzt stellvertretend für einige andere, die an diesen Transformationen in den alten Abschnitten mitarbeiten, mal bei Steffi gelandet oder habe hier mal kurz Stopp gemacht, weil du schon durchaus einen Löwenanteil der Vielfalt auf dem Tisch hast. Das ist richtig. Ich bin nämlich zuständig für die Energiewende. Und die ist natürlich breit gefächert. Das betrifft Solarthermie oder auch die Solarkollektoren auf den Dächern für Stromerzeugung. Es wird auch mehr Wert gelegt auf Fahrräder, Radwege werden gebaut und halt eben auch E-Scooter kommen auf die Anlage. Also es ist wirklich ein Riesenfeld. Ja, hier sieht man die E-Scooter. Die musstest du gar nicht neu entwerfen, weil Rio ja ein Vorbild ist dafür, ne? Genau, Rio de Janeiro. Genau, in Rio stehen schon einige. Ja, das heißt, Rio de Janeiro ist da sozusagen bei einigen Sachen schon weiter als wir. Und ja, wenn man über die Anlage gegangen ist, vorher, bevor wir angefangen haben, was zu verändern, dann wird man feststellen, wir haben keine Fahrradwege, wir haben kaum Fahrräder allgemein, es gibt kaum Ladestationen für E-Autos, es gab keine Elektroscooter, Genau. es gab wirklich so gut wie keine Solarmodule auf dem Dach. Erdwärme hast du gerade gesagt, haben wir auch. Genau, ja. Also wir haben Erdwärme schon im Harz und jetzt ist noch in Knuffingen dazugekommen. Es wird auch noch ein Gezeitenkraftwerk folgen. Wunderbar. Also wirklich Habt ihr breit meinen gefächert. Slinky-Grabenkollektor, den ich mir zu Hause selbst gebaut habe, als Erdwärme auch nachgestellt? Das ist das in Knuffingen. Also, ich sehe, es kommt wahnsinnig viel Vielfalt auf die Anlage. Ich stocke gerade. Das ist ja ein Traum. Ich weiß, was das ist. Ich habe sehr viele Solarmodule auf dem Dach. Also ich habe wirklich es ist natürlich wirklich ein Privileg, ein eigenes Haus zu haben mit eigenen Solaranlagen auf dem Dach und ein E-Auto vor der Tür. Das kostet dann alles wirklich fast gar nichts mehr, wenn man sich das leisten konnte. Und da müssen wir in Deutschland hin und der Weg ist weit. Und ich habe immer davon geträumt, Mensch, im Winter habe ich keinen Sonnenstrom. Im Winter brauche ich Wind. Das ist ein Windbaum. Das ist richtig. Ich hab mal so ein paar Wünsche geäußert, und jeder konnte wünschen, was wir so auf der Anlage mal verändern wollen. Und der Windbaum war einer meiner Wünsche. Das müsst ihr mal googeln. Der ist sauteuer, ich glaube 50.000 Euro. 50.000 Euro kostet einer, genau. In der richtigen Lage amortisiert der sich sogar. Und ich finde, es ist die schönste Form der Windenergieerzeugung. Ja, Ein weil Traum. es ist eine Skulptur im Grunde. Ja. Also das verbindet ja Energieerzeugung schon mit was Ästhetischem halt auch. Oh, den finde ich schön. Wo kommt der hin? Einer kommt in die Gartenschau Ja, und 2 kommen an den Flughafen. cool. Was entdecke ich denn hier noch für kleine, schöne Träume? Viel habt ihr schon eingebaut, ne? Nein, wir sammeln erst noch. Also einiges habe ich eingebaut. Die Geschichte mit dem Rover habe ich eingebaut. Dann diese Slinky Erdwärme. Die Geschichte, wo das Auto die Elektroautoladestation blockiert? Genau, Cool, habe ich mir auch gewünscht. ja, ist Danke. eingebaut. Ansonsten sammeln wir jetzt erstmal an meinem Platz alles, was soweit fertiggestellt ist. Und dann wird es eine große Aktion geben, sozusagen eine Setzaktion. Weil wir bauen ja auch noch Solar-Straßenlaternen ein. Da werden die dann gegen die alten Laternen ausgetauscht. Für andere Sachen, die beleuchtet sind, müssen natürlich neue Löcher gebohrt werden oder neu verkabelt werden. Und da haben wir gesagt, das machen wir mal in einem Wisch. Außer die Windräder, da habe ich gesehen, sind schon ein paar Ja. gesetzt worden. Von Niki hat das, glaube ich, Genau. gemacht. Wir haben gerade über Windräder, über Solaranlagen, über E-Roller gesprochen. Da werden schon die ein oder anderen Kommentare hier hochgekommen sein. Und gleich wird es richtig doll damit, weil das sind alles E-Autos. Warum bauen wir nur E-Autos? Man könnte sagen, das Verbrennerverbot im Miniaturwunderland. Nein, die Hersteller von Modellautos, die sind davon abhängig, dass viele Leute das kaufen. Deutschland ist der Hauptmarkt für solche Modellautos. In Deutschland haben wir aber ein kleines Problem mit E-Autos, habe ich das Gefühl. Das heißt, die Hersteller bringen keine Modelle von E-Autos auf den Markt. Genau die müssen wir selbst bauen. Das nächste ist nämlich, die sollen 15 Jahre auf unserer Anlage aktuell sein, sozusagen. Sollen zum Bestand der Anlage gehören und draußen natürlich in 15 Jahren idealerweise auch noch zum Straßenbild gehören. Statistisch gesehen, von der wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit, und auch von unserer unternehmerischen Entscheidung her ist es, das werden vermeintlich E-Autos sein. Also bauen wir doch jetzt, wenn wir so viel Geld dafür ausgeben, nur E-Autos. Jetzt sehe ich die ganzen Kommentare hier gegen E-Autos hier durchfliegen und damit kenne ich mich aus. Und es ist schwierig, das zu ertragen, wie viel Unwissenheit es da gibt und vor allen Dingen, wie viel Propaganda, wo auch immer sie herkommt und wie viel davon weitergetragen wird. Damit schadet ihr Deutschland. Damit schadet ihr eurem eigenen Land, weil unsere Automobilindustrie sind unsere Arbeitsplätze. Und wenn die international nicht mehr konkurrenzfähig ist,
dann können wir einpacken. Also wirklich erheblich einpacken. Deswegen, ich greife mir mal ein paar Kommentare hier aus. Ja, E-Autos sind momentan zu teuer, sind viel zu teuer, weil es gibt noch keine gebrauchten. Die technische Entwicklung schreitet sehr, sehr schnell voran. Es gibt richtig tolle E-Autos, aber die sind noch 40.000 aufwärts. Die kann sich nicht jeder leisten. Das braucht Zeit. Und wenn wir günstigere haben wollen, in China werden E-Autos hergestellt, die 600 Kilometer weit kommen, 15 Minuten laden, Ledersitze haben, für unter 20.000 Euro. Die wollen wir hier nicht haben, weil unser Markt ist dafür noch nicht ready. Die wären zu konkurrenzfähig, also Schutzzölle. Klar, Arbeitsplätze sichern, Schutzzölle ist eine schwierige Entscheidung, die ich zum Glück nicht treffen muss. Ja, ist gut, weil so wichtig. Das stimmt nämlich. Hätten wir jetzt alles E-Autos, E-Lkw, alle hätten Solar auf dem Dach und Wärmepumpen im Keller, dann hätten unsere Stromnetze wahrscheinlich ein Problem. Es wäre kein Weltuntergang, aber besser wäre, wir investieren in unsere Netze. Wir nehmen Geld in die Hand, um uns zukunftssicher zu machen. Nehmen dafür auch gerne Schulden auf. Statt unsere Stromnetze zu privatisieren und am Ende an den holländischen Staatskonzern für sehr wenig Geld zu verkaufen. Egal. Investieren, zukunftssicher machen, hat Norwegen vor 10 Jahren gemacht. 92% der norwegischen Neuzulassungen sind voll elektrische Autos. Dann kommen noch ein paar Hybride und vergessen wir es. Investitionen in die Zukunft, Stromnetze sicher machen, das ist möglich. Stand jetzt, muss das aber gemacht werden. Der ist schön. Der wird sehr oft genannt. Also E-Auto-Akkus wird man nicht wegschmeißen. Die werden in ihrem Second Life, wenn die im Auto ausgedient haben, was übrigens sehr, sehr lange dauert, werden die irgendwo als Notstromaggregat dienen, als Speicher. Und wenn die dann irgendwann kaputt sind, wird man recyceln. Die werden recycelt werden, weil da sind wertvolle Rohstoffe drin. Und okay, wer sich Sorgen macht, wohin mit diesem Elektroschrott, ganz einfach. Ein normaler Verbrennungsmotor, wenn man ihn jetzt kauft und der seine 300.000 Kilometer fährt, verbraucht etwa 30.000 Kilo giftigen Problemstoff, nämlich Benzin, der einfach verbrannt wird im Auto. Warum nicht die 50 Kilo Problemstoffe nach auch ungefähr 300.000 Kilometer einfach in den Garten damit, Benzin drüber, anstecken? Das sind 50 Kilo. Ihr verbrennt 30.000 Kilo giftige Problemstoffe in einem ganz normalen Autoleben. Also ich würde mir da keine Sorgen machen. Aber natürlich nicht im Garten verbrennen, viel zu wertvoll. Ja, ist ganz einfach. Immer wenn wir Menschen konsumieren, dann schaden wir der Umwelt. Mal mehr, mal weniger. Bei der Akkuherstellung, ja, doch, das ist ein Impact in die Umwelt. Wir holen Lithium aus dem Boden, das ist aufwendig, dafür wird Wasser verdunstet. Übrigens genauso viel Wasser für ein E-Auto-Akku ungefähr wie für eine halbe Jeans vergiftet wird. Oder für ein paar Liter Benzin vergiftet wird. Man braucht sich nur einen Tanker und Glück, lassen wir das. Wichtiger ist ja, die Ressource, die wir aus dem Boden holen, Lithium zum Beispiel, kann wiederverwendet werden. Und zwar bald zu 100%, wir sind schon bei 98%. Die holen wir einmal aus dem Boden und danach Kreislaufwirtschaft, es wird es ja so schön genannt, wird das immer wieder verwendet. Wenn wir Öl, Gas oder Kohle aus dem Boden holen, um es dann zu verbrennen, dann ist das weg, einfach weg. Gut, es hinterlässt auch noch Spuren, CO2, andere giftige Stoffe, aber es ist danach nicht verwendbar. Wir brauchen davon wieder Neues, wir brauchen davon mehr und wir brauchen mehr und immer mehr. Und die Erdbevölkerung wächst und wir brauchen noch mehr. Das wird dazu auch immer teurer werden, weil es zu wenig gibt und die Nachfrage zu groß ist. Ich bin der Meinung, Dinge aus dem Boden zu holen, um sie danach zu verbrennen, nicht mehr die beste Idee. Ja, das ist auch so eine typisch deutsche Meinung momentan. Aber zum 01.01.2024 hat Äthiopien die Neuzulassung von Verbrennern verboten. Nur Elektroautos und Wasserstoff ist erlaubt. Äthiopien. Oder die größte Ladestation der Welt wurde jetzt in Indien in Betrieb genommen. 102 200 kW Charger. Ja, so ein Stromnetz möchte ich auch mal haben. Die Rikschas werden übrigens auch langsam elektrifiziert in Indien. Und das weltweit meistverkaufte Auto war letztes Jahr das Tesla Model Y, ein Elektroauto. Und wenn ein Konzern, ein großer Konzern, eine Entscheidung trifft, seine Tankstellen umzubauen in teilweise die Hälfte Ladestation, dann sind die sich sicher, dass das nicht nur so eine kleine Übergangstechnologie sein wird. So, das waren jetzt so ein paar Kommentare, wo es mir einfach wichtig ist, lasst euch nicht jeden Müll erzählen. Also vieles davon stimmt nicht. Ich habe eine Reise gemacht nach Rust zum Europapark. Über die Achterbahn reden wir übrigens in der nächsten Folge wieder ausführlich. Ein Zwischenstopp beim SWR für die Talkshow in Mainz. Und Freddy ist im ICE gefahren, ich bin im Elektroauto gefahren. Das ist immer sehr beliebt, dann kommt nämlich mindestens einer an. Und wenn ihr wollt, ich habe ein Video gemacht von dieser Reise, da sind ein paar Tipps, ein paar Tricks drin.
Vielleicht nimmt es euch die Angst vor Elektroauto und es war mit diesem Ioniq 5N, wo ich euch nur mal nahelegen kann, das ist vielleicht ein kleiner Gamechanger. Wenn wir sowas irgendwann für 20.000 € haben, mit so einem Spaßfaktor und wirklich mit diesem Knopf, wo man das Auto wieder alt machen kann und mit einem 8-Gang DSG-Doppelkupplungsgetriebe dann irgendwann mal retromäßig in der Vergangenheit grinsend durch die Gegend fährt. Ich benutze diesen Knopf wirklich überraschend oft, weil es einfach Spaß macht. Dann sind wir vielleicht irgendwann am Ziel und wir müssen nicht mehr Angst davor haben und wir müssen die E-Autos nicht mehr bashen. Denn wir Deutschen haben gerade ein Problem. Wenn wir unsere wirklich große Technologie der Verbrennungsmotoren ins Nichts verlieren, weil man sie immer nicht mehr braucht, dann sollten wir einen Ersatz haben. Und das sollte der großartige deutsche Elektromotor sein, den wir übrigens erfunden haben, mehr oder weniger. Wir haben fast alles, was in diesen auch chinesischen Elektroautos drinsteckt, haben wir Deutschen erfunden. Und wenn wir das jetzt alle wollen, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe davor keine Angst, ich kann es mir vielleicht gerade nicht leisten, ich freue mich einfach drauf, wenn die Dinger so reif sind, dass ich sie nehme oder wie auch immer, ist eine viel bessere Einstellung, als es zu bashen. Ihr dient damit den falschen Leuten. War jetzt ein bisschen untypisch für Gerrits Tagebuch, tut mir leid, ich freue mich aufs nächste Mal. Das ist dann schon die Vorbereitung zur Jubiläumsfolge, es wird dann Folge 99. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Halt, ich habe noch was. Im letzten Sommer war Eckhard von Hirschhausen hier bei uns im Miniatur Wunderland und wir haben uns über die Formel 1, aber auch über das Thema Klima unterhalten. Wir haben immer auf den Moment gewartet, dass wir das mal zeigen. Und wir haben eigentlich genau auf diesen Moment gewartet. Viel Spaß damit. Hallo, hier ist Eckhard von Hirschhausen von der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich bin heute zu Gast bei Gerrit Braun vom Miniatur Wunderland. Und wir kennen uns, du warst schon Gast bei mir in der Talkshow beim NDR. Du warst auch mit einem tollen Experiment bei Frag doch mal die Maus. Ja. Ja, ich habe ein Video von dir gesehen bei YouTube und ich wusste gar nicht, dass du dich so viel auch zum Beispiel mit der Frage Klimakrise, Elektromobilität und wirklich allen Fürs und Widers auseinandersetzt. Wie kommt das? Was brennt da für dich? Also ich bin Mensch, ich habe Kinder, ich bin lange genug auf diesem Planeten, um zu sehen, dass er sich verändert. Ich ahne ungefähr, wer wie viel Geld damit verdient und was verhindert. Ich habe einfach 20 Jahre lang mich damit beschäftigt und merke, irgendwie, wir kommen nicht voran und da gibt es Interessen, die das verhindern. Das ist zumindest meine Meinung. Ja. Und auf der anderen Seite, wir bauen die Welt nach. Wir bauen die echte Welt nach. Möglichst realistisch. Man beschäftigt sich also intensiver als die Durchschnittsperson mit der Welt und sieht Dinge, die ich nicht nachbauen möchte. Ich möchte gewisse Veränderungen. Wir müssten hier demnächst Veränderungen machen, wenn das Klima sich wandelt. Die möchte ich einfach nicht machen. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen der Wunsch, wir können Bilder zu dem liefern, was bei anderen Leuten nur in der Vorstellung ist. Wir können sogar Bilder für Ängste oder gegen Ängste liefern, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist oder bla bla bla. Ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Das Wichtigste ist, vielleicht wollen wir draußen die Welt ein bisschen verändern, damit wir sie hier schöner nachbauen können. Denn wir wollen nun mal realistisch sein. Vielleicht ist das am Ende der Antrieb. Ich will das nicht so bauen, wie es teilweise zu erwarten ist, dass es kommt. Also ja. Das finde ich mega, weil erstmal denkt man, ach, ihr seid so ein bisschen naive, heile Weltspinner. Aber de facto ist das, was ich bei dir im Video gesehen habe, und ich kann das wärmstens empfehlen, wir verlinken das natürlich auch auf unserer Seite von Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich finde das so total spannend zu sagen, ey, wenn man sich einmal klar gemacht, in welcher Dimension der Mensch auch mit der bebauten Umwelt, mit allem, was wir jeden Tag verbrennen, mit jedem Tag konsumieren, also eine Zahl, die mir nicht aus dem Kopf geht, wir verballern im Moment ungefähr an einem einzigen Tag so viel Energie, wie Mutter Erde in 1000 Jahren gebildet hat. Und ein Tag, 1000 Jahre, da versteht man sehr schnell, das kickt einfach das Erdsystem aus dem Gleichgewicht. Und jeder denkt, was kann ich denn schon tun? Aber es ist ja die Summe von Menschen, die sich verändern können und vor allen Dingen auch durch politische Rahmenbedingungen. Das kommt ja auch bei dir ganz klar raus. Und die politischen Rahmenbedingungen schaffen ja eigentlich, so ist das System zumindest gedacht, wir Bürger. Ja. Und deswegen war es mir wichtig mit dem Video. Ich habe mich jahrelang beschäftigt. Ich habe es alles ausprobiert. Ich fahre elektrisch und so weiter. Und ich kann diese Mythen nicht verstehen und ich kann sie widerlegen. Und das war mir einfach mal wichtig. Mal gucken, kriege ich es hin, in Kürze alles zusammenzufassen, was dieses ganze Thema ausmacht. Es ist dann doch 3 Stunden geworden. Es geht halt nicht in Kürze. Aber ich habe es versucht, dass da am Ende mehr hängen bleibt als bei einem 3 Stunden langen Kinofilm. Ja. Naja, und es braucht ja auch Kommunikation, die die Menschen erreichen. Das macht ihr hier im Miniaturwunderland auch. Ich war vorhin auch in einer Virtual Reality. Aber das, was du sagst, ist ja, früher haben die Menschen geglaubt, weil sie viele Sachen nicht wissen konnten, ja, im Mittelalter. Heute drehen wir das um. Wir wollen nicht glauben, was wir bereits wissen. Und wir sind ja irgendwie blind für das, was die Wissenschaft seit 50 Jahren, seit Bericht vom Club of Rome, seit
all den Forschern, die schon immer uns vorhergesagt haben, was an Hitzewellen, was an Flutwellen, was an Elementarschäden auch auf uns zukommt, es bestätigt sich jetzt alles. Und immer noch gibt es Menschen, die sagen, ich halte das immer noch für irgendwie eine linke Ökospinnerei. Genau. Wie gehst du da persönlich auch mit um? Weil ich spüre bei dir, es ist wirklich auch ein Herzensthema. Also das ist bei mir von der Tagesform abhängig, ob es in Wut sich tatsächlich oft dreht oder ob es in Motivation irgendwas zu ändern. Und ich gehe in jedes Gespräch rein, ich gehe in jeden Konflikt rein mit dem Glauben, man muss doch mit Fakten ein bisschen was bewegen können. Ich stelle zwar auch fest, dass wenn im Kopf irgendwo man sich auf etwas fokussiert hat, dass es dann unheimlich schwer ist, mit Fakten zu kommen. Aber wir können sie ja teilweise liefern. Wir können die Welt hier darstellen. Und wir können zum Beispiel auch die Probleme, die eine Einzelperson sehr riesig erscheinen, hier ganz klein machen. Das ist auch ein kleiner Erfolg, dass man hier sehr gut abschalten kann und auch die Probleme, die es gibt, hier anders betrachten kann als im echten Leben. Weil hier sind sie sichtbar, hier können wir sie zeigen und hier sind auch Lösungen oft sichtbar. Und es war jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch und schwer zu verstehen, was ich meine. Ich verstehe das total, weil im Prinzip ist es ja ein menschengemachter Klimawandel. Und da kann man sagen, Gott sei Dank ist er menschengemacht. Das heißt nämlich im nächsten Schritt, auch Menschen können was daran ändern, wie es jetzt weitergeht. Und diese ganze Welt ist ja auch menschengemacht, von dir und deinem Bruder erdacht und dann mit vielen, vielen tausend Händen und 100.000 Stunden gebastelt. Und das ist ja wirklich im Kleinen wie im Großen so, was Menschen geschaffen haben, können auch Menschen verändern. Ja. Das gilt eben auch für politische Rahmenbedingungen. Die haben wir uns auch selbst gegeben und wir tun immer so, als wären bestimmte Dinge Naturgesetze, die es gar nicht sind. Man kann darüber reden, man kann darüber demokratisch abstimmen und man kann vor allen Dingen endlich die Wissenschaft ernst nehmen. Und Wissenschaft ist ja nicht nur Naturwissenschaft, sondern ist auch die Wissenschaft, wie sich Menschen in ihrem Verhalten verändern. Das machen die dann, wenn die das Gefühl haben, diese Regeln gelten für alle. Das gilt, wenn man das Gefühl hat, das ist gerecht, das ist sinnvoll, das ist fair, auch vielleicht den Kindern und Enkeln gegenüber. Und eben wenn alle mitziehen. Und deswegen ist es so wichtig, ganz viele verschiedene Argumente zu sammeln. Das ist dir in deinem Video gelungen. Wer Lust hat, kann auch mal auf die Seite von Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen gehen. Weil ich als Arzt eben auch verstanden habe, die größte Gesundheitsgefahr ist nicht mehr mit einer Tablette oder mit einer Operation zu regeln, sondern die größten Gesundheitsgefahren sind alle die Dinge, die durch die Klimakrise und durch das Artensterben auf uns zukommen. Und da musst du als Arzt den Mund aufmachen, weil es ist sonst eine unterlassene Hilfeleistung. Und lustigerweise hat mich eine einzelne Frau darauf wirklich schlagartig gebracht. Das war Jane Goodall, die berühmte Schimpansenforscherin, die mich in einem Interview plötzlich überrascht hat, indem sie mir eine Frage gestellt hat. Sie sagte nämlich, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das ist die wichtigste Frage. Ja? Wenn wir so schlau sind, wenn wir so kreativ sind, warum nutzen wir nicht alle Kreativität und auch alle Imagination und alle visionäre Kraft, die auch hier in diesen Räumen spürbar ist, um zu sagen, wie sieht denn die Welt aus, in die wir hinwollen? Wie viel schöner könnten wir es haben, wie viel gesünder und wie viel gerechter. Und du sagst ja auch, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, mit mehr erneuerbaren Energien wird ja auch diese Welt friedlicher, weil wir nicht mehr irgendwelche bekloppten Despoten ständig mit Milliarden reicher machen, nur weil es bei denen Erdgas oder Erdöl gibt. Genau, das ist mein Herzenswunsch, dass wir nicht mehr Kriege um Energie führen und auch nicht mehr arm und reich dadurch sehr stark verstärken. Wenn wenn Energie teurer wird, weil andere daran sehr viel verdienen, dann führt das immer zum gleichen Ergebnis. Da oben verdienen Leute noch mehr und da unten ist der Kampf und die Abhängigkeit noch größer. Und genau das ist so eine sich immer wieder nährender Kreislauf, den ich durchbrechen möchte. Ja, 10% auf diesem Planeten machen mehr als 50% von dem Dreck. Und deswegen ist auch dieses Wort Überbevölkerung nicht das richtige Wort, weil wer sagt, wer über ist, und zweitens die Menschen im globalen Süden, die im Moment am härtesten betroffen sind von der globalen Klimakrise, die sind die am wenigsten dazu beigetragen haben und die im Prinzip einen Ausgleich auch zu Recht erwarten von uns, von den reicheren Ländern, weil wir angefangen haben mit dem Dreck machen und der Veränderung. Wo kommt bei dir der Antrieb her, sich für dieses Thema so einzusetzen und sich da so stark mit zu beschäftigen?
Das ist auch jetzt seit 5 Jahren wirklich mein Hauptanliegen geworden. Ich mache weiter Fernsehen, ich mache aber jetzt zum Beispiel keine Bühne mehr, weil ich gemerkt habe, auf den Bühnenprogrammen, das passt nicht mehr, weil ich da natürlich versuche, die Menschen primär zum Lachen zu bringen. Und die Themen, die jetzt anstehen, die eignen sich nicht dafür, dass man in jedem dritten Satz eine Pointe einbaut, sondern erstmal, das habe ich auch als Arzt gelernt, muss man die Diagnose stellen und dann kann man über die Therapiemaßnahmen reden. Und solange es immer noch viele Menschen gibt, die die Dringlichkeit der Situation, also die Diagnose nicht verstanden haben, will ich erstmal sagen, Leute, es ist ernst. Die Klimakrise ist echt, sie ist menschengemacht, Menschen können was ändern, die Experten sind sich einig und es gibt noch Hoffnung. Und es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad und um jede Tonne CO2 zu kämpfen. Vor allen Dingen eben, weil auch das Gesundheitswesen selbst erstens miserabel darauf vorbereitet ist. Also wir lassen Leute sterben in Altenheimen, in Krankenhäusern, weil es zu heiß wird, weil wir die Hitzewellen nicht, die Menschen nicht schützen. Und wir sind hier in Hamburg, auch eine Stadt, die extrem vulnerabel ist. Ja, also wir hatten neulich mit Frank Böttcher vom Extremwetterkongress einfach mal drüber gesprochen. Was kommt alleine auf diese Stadt zu? Ja, wir sind hier in der Speicherstadt, wir sind umgeben von Wasser. Was passiert denn, wenn der Meeresspiegel ansteigt, wenn die Extremwetter höher werden? Dann ist Hamburg müsste doch eigentlich die Stadt sein, die am meisten für Klimaschutz brennt. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen über dem Durchschnitt. Ob es daran liegt, weiß ich nicht. Aber wir sind bei 5 Meter Schluss. Ne? Also wir sind wirklich 5 Meter über normal Null. Jetzt kann man sagen, man kann ja auch Deiche bauen oder wie auch immer, aber die Sturmfluten werden entsprechend höher. Also wahrscheinlich reicht ein Meter reicht wahrscheinlich schon locker aus Anstieg des Meeresspiegels. Und dann wird es das Miniaturwunderland zum Beispiel nicht mehr geben. Und das verdrängt fast jeder und sagt, ach, was ist denn 1 Meter? Ich habe gehört, 3 Zentimeter pro 10 Jahre. Nein. Wird exponentiell kommen und das ist auch, die Tipping Points sind erreicht. Und deswegen kann ich immer nur sagen, jeder tut bitte das, was er kann, um das zu verhindern. Ich sage mal, das Wichtigste, was ein Einzelner heute tun kann, ist, kein Einzelner zu bleiben. Sondern wir brauchen ungewöhnliche Allianzen. Deswegen Miniaturwunderland, gesunde Erde, gesunde Menschen sind wieder völlig unterschiedliche Gruppen, die wir damit vielleicht erreichen können. Und es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Das heißt, wir müssen auch offenlegen, wer hat ein Interesse daran, dass sich Dinge nicht ändern und warum ist die Mehrheit gar nicht sich darüber im Klaren, dass sie die Mehrheit ist. Die allermeisten Menschen verstehen nämlich inzwischen, dass wir handeln müssen. Und deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, wie kriegen wir, die großen Hebel sind Energieerzeugung, eine andere Landwirtschaft, andere Gebäude. Ja? Wenn man sich einmal klar macht, hier, was steckt da an Beton, was steckt da an Sand, was steckt da an CO2 in jedem Gebäude drin. Das sind die Themen, über die wir reden müssen. Und deswegen finde ich das cool, wer das Miniaturland liebt und wer die Erde liebt, sollte sich darüber Gedanken machen. Also schlau machen, Mund aufmachen und gerne auch in dieser Reihenfolge. Das wird im Internet nicht immer eingehalten. Und dann sich Menschen suchen, die mit einem zusammen für diese Themen brennen. Und schaut deswegen unbedingt das Video von Garrett und schaut euch auch noch andere Videos an und teilt es. Ja? Jeder kann jemanden bewegen, der mehr bewegen kann als man selbst. Und wenn man sich das klar macht, jeder Mensch ist mit jedem anderen auf dieser Erde über 6 Zwischenstationen verwandt oder bekannt oder in Kontakt. Das heißt also, wenn uns so viele Menschen sagen, oh, ich fühle mich ohnmächtig, dann muss man sagen, die Macht steckt halt in dem Netzwerken. Ja. Und jeder kann, nachdem er dieses Video gesehen hat, sich überlegen, wen kann ich jetzt anrufen, wem kann ich jetzt eine E-Mail schreiben, eine WhatsApp, mit wem kann ich jetzt sprechen? Ey, sag mal, ich mache mir Sorgen, mir ist es wichtig, dass Menschen gesund leben können auf dieser Erde. Was ist denn dir wichtig? Und dann redet ihr darüber, wie jeder Teil der Lösung werden kann. 1000 Dank. Sehr gerne. Hat mir gefallen, die Worte. Also ich bin nicht alleine. Nein, ich auch nicht. Zum Glück.